In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch einen möglichst simplen bis 1200 Grad regelbaren Härte- und Schmelzofen baut. Das bei weitem teuerste, was ihr für den Bau eines solchen Ofens benötigt, sind sogenannte Feuerleichtsteine. Das hier sind die K28, die gehen bis 1600 Grad und die verwende ich immer für meine Esse. Für den Härteofen habe ich nur die K23 verwendet, die gehen nur bis 1200 Grad, sind aber um einiges billiger und für einen Härteofen sind Temperaturen über 1000 Grad sowieso nicht notwendig. An die 50 € muss man für die ganzen Steine für einen Ofen meiner Größe aber auch rechnen. Dann benötigt man noch einen Kantaldraht. Dieser hier hat 0,8 mm, den kriegt man aber auch in allen anderen Stärken. Wenn er etwas dicker ist, schadet es nicht, weil dann hält er nämlich länger. Ich verwende für das Ofentürtel so eine Glasfaserdichtschnur. Auch die ist, glaube ich, bis 1200 Grad ausgelegt. Dann empfehle ich euch noch so keramische Kabelklemmen, die sind ganz nützlich. Was ihr natürlich auch unbedingt braucht, ist ein sogenannter Solid-State-Relay, also ein Halbleiter-Relays. Am idealsten noch mit Kühlkörper. Da bekommt man relativ günstig irgendwelche Nachbauten aus China im Internet. Was ihr natürlich auch noch braucht, ist ein K-Typ Thermoelement und ein sogenannter PIT-Controller, das Herzstück des Ofens. Alle Teile sollten natürlich bis 1200 Grad Maximum ausgelegt sein, wobei natürlich über 1000 Grad heizt man den Ofen eigentlich nicht. Und mit ungefähr 70 € ist man mit den ganzen Teilen auch gut dabei, womit man ungefähr mit den Steinen auf 120 € kommt. Und damit geht's auch schon los und zum Glück hatte ich auch genug Winkelstahl aus dem Schrott noch daheim herumliegen. Aus einem Holzblock, einer Sperrplatte und einem einfachen Aluminiumstab habe ich mir so eine simple Vorrichtung gebaut, um den Kantaldraht selbst zu wickeln. Und damit ich unter 2000 Watt Leistung bleibe, habe ich davon ungefähr 11 Meter gebraucht. Damit komme ich auf einen Gesamtwiderstand meiner Heizspulen von ungefähr 29 Ohm. So sehen die Spulen dann aus, das Wickeln geht echt super schnell und die sind richtig perfekt geworden. Die muss man dann vor dem Einbauen natürlich noch in die Länge ziehen. Mit einem normalen Bohrer und der Standbohrmaschine habe ich dann die Schlitze für die Spulen gefräst. Die Schlitze sind so, dass die Spulen genau perfekt hineinpassen und auch nicht von selbst herausfliegen. Mit dem Ohmmeter habe ich dann die Mitte der Spulen herausgefunden. Dort habe ich sie auseinandergeteilt und mit zusätzlichem Kantaldraht umwickelt. Ich will nämlich die Heizleistung nur auf den Längsspulen verteilen, damit nicht eventuell im vorderen oder hinteren Bereich des Ofens ein Ungleichgewicht entsteht. Die beiden Teilspulen, weil ich das auf 2 Teile gewickelt habe ich dann einfach miteinander verbunden, verzwirbelt, weil ja alle Spulen in Serie geschalten sind. Auf Kleber zwischen den Steinen verzichte ich, das ist wirklich furchtbar zum Arbeiten und die Steine schließen auch so perfekt luftdicht und plan miteinander ab. Dann kommen auch schon die Spulen hinein. Man darf die nach dem Aufheizen übrigens nicht mehr oder sollte sie nicht mehr verbiegen, deswegen sollte man auf das Testen der Spulen verzichten, am besten einfach einbauen und wenn sie fix fertig verbaut sind, dann kann man sie aufheizen. Mit solchen aus Kantal gebogenen U-Stücken kann man dann in diesen weichen Feuerleichtstein die Spulen noch zusätzlich fixieren.
Hier fräse ich noch den Schlitz für die Ofendichtschnur nach demselben Prinzip wie vorher. Die Metallteile vom Ofen habe ich dann außen mit Hitzefestlack lackiert. In der Regel wird der Ofen aber außen nicht heißer als 150 Grad, nach meinen Erfahrungen. Hier seht ihr schon alles fixfertig verbaut. Der PID bekommt sein Temperatursignal über das Thermoelement und je nach eingestellten Wert, je nachdem ob er dann drunter oder drüber ist, schaltet der PID den Halbleiterrelais ein oder aus, wodurch dann Strom auf die Heizspulen gelangt und der Ofen dann bei Bedarf heizt oder wenn er zu heiß ist eben nicht. Der Ofen pendelt dann immer ungefähr zwischen 4 Grad unterhalb und 4 Grad oberhalb des Sollwertes hin und her. Damit ist der Ofen auch schon fertig und ja, was soll ich sagen, auf 500 Grad ist er ungefähr schon in 10 Minuten aufgeheizt. Um dann auf 800 Grad zu kommen, benötigt er noch ungefähr weitere 15 Minuten und das bei 1800 Watt, was eigentlich voll okay ist. Die Temperatur hält er sehr genau, je niedriger die Temperatur, umso genauer hält er sie, bin ich drauf gekommen, je höher die Temperatur, umso stärker schwankt sie. Aber er bleibt eigentlich immer unterhalb von einer 8 Grad Schwankungsbreite, was eigentlich ziemlich genau ist. Ich habe das auch mit einem zweiten Thermometer schon überprüft. Der PID lernt übrigens dazu, das heißt, er lernt mit der Zeit das Volumen des Ofens und wie schnell der auskühlt und sich wieder aufheizt und die Trägheit des Systems. Das lernt der PID über die Zeit kennen. Das heißt, wenn man den öfter verwendet, wird der Ofen quasi praktisch immer genauer. Zumindest dann, wenn man im PID in den Einstellungen das Self-Tuning aktiviert. Nun noch kurz zum Sinn und Zweck von so einem Ofen. Natürlich kann man auch in einer normalen Gasesse ein Messer härten und in einem Backrohr dann anlassen, aber wenn man so viel Zeit in den Bau von Messern investiert, dann möchte man die zwei wichtigsten Schritte bei der Messerherstellung, und die sind nun mal zweifelsohne das Härten und das Anlassen, nicht dem Zufall überlassen. Mir sind schon oft Messer zu hart geworden oder beim Anlassen im Backrohr zu weich, einfach weil man die Temperatur in einem Backrohr auch immer nur grob abschätzen kann. Der Ofen kann ich eben perfekt auf den Stahl zugeschnitten, genau nach den Herstellerangaben, die Temperatur einstellen, wodurch das Härten und das Anlassen natürlich perfekt gelingt und man genau die Werte an Härtegrade, an Flexibilität und an Schnitthaltigkeit für das Messer dann erzielen kann. Ich habe den Ofen übrigens über hitzefeste Kabel angeschlossen, das sind so Silikonkabeln, die sind jetzt nicht wirklich teuer, aber ich glaube auch, dass die nicht wirklich notwendig waren. Verbunden habe ich die Heizelemente mit so einem Keramikblock, da ein normaler Plastikverbinder natürlich schmelzen oder weich werden würde. Im Internet findet man noch zahlreiche Anleitungen, wie man so einen PID richtig anschließt. Das steht auch am PID selber meistens drauf und ist nicht wirklich schwierig. Man muss sich da einfach herantrauen. Ich habe selbst mit dem Projekt lange gehadert, bis ich es endlich mich überwunden habe. Aber im Prinzip ist es eigentlich sehr simpel. Damit bedanke ich mich auch schon fürs Anschauen. Ich freue mich gerne über Kommentare und Bewertungen und Unterstützung jeglicher Art. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Und damit bis zum nächsten Mal.